Alles, was du brauchst, ist ein Manager, der dich mit den richtigen Leuten zusammenbringt und der alles dafür tut, um dich groß rauszubringen. So jemanden kenne ich leider nicht. Doch. Mich. Geben Sie mir Ihre Hand. Es ist für mich die unverfänglichste Möglichkeit, Ihnen nahe zu sein, Nicola. Schließlich verhandeln wir über die Zukunft Ihres Verlobten. Manchmal sind wir so damit beschäftigt, den kleinen Fallstricken des Lebens auszuweichen, dass wir nicht merken, wenn die große Falle zuschnappt. Philipp? Ich habe dich schon gesucht. Ich hoffe, dein Spaziergang war schön. Ich habe euch gesehen. Philipp, ich kann das erklären. Ausgerechnet Dieter Berger. Aber lass mich raten, das ist nicht so, wie ich denke, richtig? Nein, natürlich nicht. Was denkst du denn, dass ich... Was? Dich von diesem Kerl mit Schmuck voll hängen lassen und Hand in Hand durch den Park spazieren? Dafür gibt es einen Grund. Interessiert mich nicht mehr. Ich... Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab's gespürt. Ich hab dich 1000-mal gefragt, Nicola, was ist los? Was ist mit diesen Typen und du? Bitte, Philipp, vertrau mir einfach. Auch wenn die Lage hoffnungslos erscheint. Ich bin nicht der Typ, der aufgibt. Ich würde alles tun, um mich zu befreien. Nico, was machst du hier? Warum hast du im Salon übernachtet? Und was willst du mit der Knarre? Die wollte ich schon längst wieder zurück in den Safe bringen. Warum hast du sie überhaupt da rausgeholt? Es ist alles kaputt. Du und Berger? Das kann Philipp doch unmöglich glauben. Er hat uns im Park gesehen. Genau als Berger meine Hand genommen hat. Du musst ihm endlich die Wahrheit sagen. Und was soll ich ihm sagen, dass ich ihn seit Wochen belüge? Nein, dass du versuchst, ihn vor dem Gefängnis zu bewahren und dass du dich seit Tagen erpressen lässt, weil diese Sonja von Steigenberg gefälschte Beweise gegen ihn hat. Nein, das kann ich nicht. Er hat einfach zu viel durchgemacht. Antonia ist tot, er saß unschuldig im Gefängnis. Die Erpressung der Stalker, nein. Was ist denn mit Ansgar? Er ist dein Bruder und er ist mit Berger befreundet. Wenn einer Berger dieses Ding abschwatzen kann, dann er. Ausgerechnet mein Bruder? Der würde Philipp doch am liebsten selbst in Ketten legen. Nee, da muss ich alleine durch. Ich kann nicht mehr ertragen, dass du dich mit Philipps Problemen derart belastest. Du musst ihm endlich alles sagen. Er geht lieber freiwillig ins Gefängnis, als sich erpressen zu lassen. Ja, und wenn nicht, dann denkt er, dass du ihn mit Berger betrügst. Nicht mehr lange. Tristan ist vielseitig talentiert. Er singt morgens die Börsenkurse als 12-Ton-Symphonie. Wow. Sean Mills, ein neues Album. Schon gehört? Ich mag die Bassline. Ja. Klingt gut. Gut? Das ist der Deep Jazz des neuen Jahrtausends. Ich habe ihm mal eine Demo geschickt. Er ist gerade in London und... Du kennst den? Naja, so um 3 Ecken. Sein kleiner Bruder hatte mal was mit der Schwester von meinem ehemaligen Nachbarn in Highbury. Und jetzt hat der Jordan Mills mein Demo. Irgendwas dagegen? Er mag deine Stimme. Ich denke, er macht was für dich. Das ist ja... Ich will ja deine Managerqualitäten nicht anzweifeln, aber
Wie hieß noch euer todsicherer Beinahe-Hit? La Bomba? Da war ich noch nicht Ihr Manager. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Branche tickt. Das ist ein Geschäft wie jedes andere auch. Dein Künstlervertrag. Du musst nur unterschreiben und schon gehörst du mir. Du hast mich. Lies dir alles in Ruhe durch. Das ist eine sehr vernünftige Idee. Ihr Wagen zum Flugplatz wird wie gewünscht um 14 Uhr vorgefahren sein, Herr Dr. Berger. Ich kümmere mich inzwischen um Ihr Gepäck. Ja, schönen Dank. Was ist denn los? Du hattest vom Hof? Ja, so leid es mir tut. Das Essen langweilig, die Hofdamenpfade? Ganz im Gegenteil. Lass mich raten. Meine Schwester? Ich verstehe das gar nicht. Bist smart, reich, besser im Turnhauben schießen. Was will sie eigentlich? Sag du es mir. Vielleicht liegt's am Adelstitel. Ah, nein. Nicola hat zwar immer einen ziemlich miesen Geschmack, was Männer betrifft, aber Titel sind ihr nun wirklich egal. Und warum klammert sie sich dann so an diesen Prinzen? Glaub mir, wenn es nach mir ginge, würde der längst im Knast verschimmeln, aber naja, dann wäre sie wieder frei. Eine schöne Vorstellung. Ich sehe schon. Wir bleiben in Verbindung. Auf jeden Fall. Tolle Männerfreundschaft. So viel zu der Idee, dass Ansgar uns helfen kann. Wo ist eigentlich Helena? Ich dachte, wir frühstücken heute mal wieder alle zusammen. Danke, Elisabeth. Sie ist mit Nico unterwegs. Wahrscheinlich frühstücken sie auswärts. Passt, aber ist das bei uns immer so nett? Reichst du mir mal die Milch? Sebastian. Wie laufen die Verhandlungen mit den Investoren für die Rennbahn? Wenn Ansgar mir nicht in die Quere kommt, dann ist heute Abend alles unter Dach und Fach. Was ist denn euer Budget und was werden die ersten Anschaffungen sein? Ich kümmere mich darum. Was? Nichts. Ich hätte nur erwartet, dass uns in der jetzigen Situation allen bewusst ist, wie sehr es auf einen fehlerlosen Ablauf ankommt. Jetzt hack nicht auf Tristan rum. Ich dachte, ich hätte gerade gesagt, dass ich mich darum kümmere. Vielleicht solltest du die Familie über die neuen Prioritäten in Kenntnis setzen. Neue Prioritäten? Tristan? Ja, Tristan kümmert sich um mein erstes Album. Er ist mein neuer Manager. Ich dachte, wir waren uns darüber einig, dass die Firma an erster Stelle steht. Natürlich, Er aber... wird sich vom Rudel entfernt, Tristan. Wird an die Kette gelegt. Tanja, das ist eine Familiensache. Ja. Die Musikbranche liegt Tristan. Ja, und wie? Und außerdem verfügt er über jede Menge Kontakte. Was er alles organisiert hat, nur mit ein paar Telefonaten. Ja, wir wissen alle, wie sehr Tristan sich reinhängt, wenn ihn erstmal eine Obsession gepackt hat. Geht's Ihnen jetzt besser? Okay, ganz ruhig. Immerhin haben wir noch ein paar Stunden Zeit, bevor Berger mit der Axt davonfliegt. Wir werden ihn doch nicht einfach damit abhauen lassen. Nico? Immerhin habe ich jetzt bessere Argumente. Berger weiß, dass du niemals abdrücken würdest. Ja, zu schade. Es muss einen anderen Weg geben, ihm den Koffer abzunehmen. Und wie? Ich glaube, der nimmt den Koffer sogar mit zum Duschen. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver. Ich bringe nur frische Wäsche. Hat das nicht Zeit bis später? Ich gehe ja schon. Dumm, dreist und in Uniform. Lass sie. Sie kann ja nichts dafür. Und deswegen sollten wir dankbar sein. Entspann dich. Wir haben einen Plan.
Tristan. Ja, da bin ich. Tristan von Landstein, der kranke Zwillingsbruder, der maßlos in seine eigene Schwester verliebt war und der sie beinahe vergewaltigt hätte. Und ihren Freund Andi hätte ich auch fast umgebracht. Ja. Schätze, da bleiben keine Fragen mehr offen. Tristan, wovon redest du? Ich hab das nicht gewusst. Ja, kein Wunder. Mit sowas wirbt man ja auch nicht auf Landstein Online. Wie lange ist das jetzt her? Ein paar Monate. Ich war längere Zeit im Gefängnis, weil ich mich selbst angezeigt habe. Andi und Helena waren dafür zu anständig. Vermutlich hast du dich auch therapeutisch behandeln lassen? Helena und ich waren von Geburt an immer zusammen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber für mich war diese Liebe völlig normal. Vielleicht ist es gekippt, als unsere Mutter gestorben ist und wir völlig auf uns alleine gestellt waren. Und dann bin ich auch noch abgehauen. Und wie ist es jetzt zwischen euch? Also nach außen hin wirkt euer Umgang miteinander ganz normal. Ich habe das unter Kontrolle. Ich liebe Helena wie ein Bruder seine Schwester liebt, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Tristan. Ja. Immerhin hast du mich nicht gleich rausgeschmissen. Ich bin der Letzte, der sich ein Urteil über dich anmaßen sollte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich wollte es euch nur sagen, bevor es jemand anders tut. Und wenn du mich jetzt als Manager nicht mehr haben willst, dann habe ich dafür vollstes Verständnis. Immer dasselbe. Die besten Pläne scheitern an Details. Warum habe ich keine Hände auf dem Rücken? Er ist gerade in die Halle gekommen. Wo bleibst du? Verdammt. Hey, bin ich zu früh? Wir bleiben im Plan, okay? Wow, Mädchen in Uniform. Andi, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte hilf mir. Aber Lieselotte, warum denn so aufgeregt? Lieselotte kommt später, ja? Erst mal die Schürze. Du bist dir sicher, dass ich das Teil nicht doch lieber ausziehen soll? Schon gut. Ich kenne mich aus mit Knöpfen. Ich revanchiere mich, ja? Was machst du überhaupt? Ich dachte, du wolltest die Mauer vom Gestüt kontrollieren. Ich wollte lieber mal kontrollieren, ob du nicht heimlich ein Doppelleben führst. Nachts die Gräfin der Herzen und tagsüber das Dienstmädchen der Leidenschaft. Philipp steckt in Schwierigkeiten und Nico braucht meine Hilfe. Ach, deswegen presst du dich da rein? Was hat er denn diesmal wieder angestellt? Ich erklär's dir später, ja? Ich will's gar nicht wissen. Ich find's toll, dass Tristan von sich aus alles auf den Tisch gelegt hat. Er hat sich gut gehalten. Welchen Teil meinst du? Den Totschlag oder die Vergewaltigung? Ich habe die Geschichte immer noch nicht begriffen. Ausgerechnet Tristan. Er war mit Abstand der talentierteste und sensibelste von uns allen. Schon immer. Vielleicht hätte ich ihm damals helfen können. Du hättest das nicht verhindern können, Hagen. Sebastian ist das doch auch nicht aufgefallen, obwohl er sich um alles gekümmert hat. Glaubst du, dass mit Tristan wieder alles in Ordnung ist? Er gibt sich Mühe. Darauf kommt es doch an. Was glotzt du so? Spinnst du jetzt da oben wieder rum? Weißt du, als das mit Helena damals war und das mit uns. Also ich war in der Zeit irgendwie nicht so ganz ich selbst. Ich weiß, das klingt total bescheuert, aber da gab's noch einen zweiten Tristan und ich habe irgendwie die Kontrolle über ihn verloren und Aber jetzt bist du da oben wieder solo unterwegs. Ich finde, Tristan kann stolz auf sich sein. Er hat es geschafft, alles hinter sich zu lassen. Vielen Dank. So eine kleine Stärkung. Und schafft es sogar jetzt offen darüber zu reden. Das können nicht viele.
Außerdem ist er der beste Manager, den ich mir vorstellen kann. Ich hoffe nur, er setzt sich gegen eure Familie durch. Ich kann schon verstehen, dass er sich verpflichtet fühlt. Immerhin scheinen alle hinter ihm gestanden zu haben. Aber das ist doch genau das, was eine Familie ausmacht. Dass man sich Unterstützung nicht erst verdienen muss. Muss er sich deswegen jetzt bis zum Rest seines Lebens an die Firma binden? Aber auch nicht an dich, mein Herz. Ich will mit Tristans Hilfe groß rauskommen. Seine Vergangenheit interessiert mich nicht. Das heißt aber auch nicht, dass sie nicht existiert. Die wirklich Bekloppten leben mitten unter uns, denken, sie sind normal und laufen irgendwann amok. Tristan kennt wenigstens seine Dämonen. Pass auf dich auf, Helena. Okay, jetzt. Berger? Bitte was? Nein, ich nehme grundsätzlich an keinen Gewinnspielen teil. Bitte löschen Sie meine Nummer. Ja! Hallo? Hallo, Sie? Ihre Kollegin hat ihr Handy verloren. Das ist nicht von einer Kollegin, sondern von Helena von Lahnstein. Bitte was? Das ist das Handy von Helena von Lahnstein. Ja. Oh, wie cool war das denn? Ich glaub's immer noch nicht. Komm, aber es ist noch nicht vorbei. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Wir haben sie. Das verdammte kleine Miststück. Bravo. Schön Kaffee trinken, während die Mädels den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Schade. Ich dachte, du könntest mir wenigstens verraten, warum Helena neuerdings im Dienstmädchen-Outfit durchs Schloss rennt. Keine Ahnung. Und mit Nico? Wenn ich mit jemandem über mein Privatleben sprechen möchte, dann melde ich mich. Oh, warum geht die Steigenberg ausgerechnet jetzt nicht ans Telefon? So, und die beiden Sachen kommen jetzt ins Safe. Na, das war ja knapp. Gib mir die Axt. Gib mir die Scheiß-Axt. Mach wohl kein Quatsch, Mädchen. Helena. Helena! Diesmal hat Nicola Mist gebaut. Nico? Sie hat einen anderen. Das glaubst du doch selbst nicht. Für ist Nico gar nicht der Typ. Ich hab's selbst gesehen. Für Nico lege ich beide Hände ins Feuer. Und nach allem, was zwischen euch in den letzten Monaten passiert ist, solltest du das auch tun. Ich kann das erklären. Brauchst du gar nicht. Es ist schon seltsam, wie klar die Dinge auf einmal werden mit so einer Waffe in der Hand. Das ist schon primitiv. Aber je mehr du mich ablehnst, desto mehr will ich dich.
Scheiß Gefühl, ne? Helena, weißt du, wo Nicola ist? Nico. Gott, was ist Er hat eine Waffe, er ist bei ihr. Was ist passiert? Justus, wir brauchen einen Arzt! Cortez! Lotte, holen Sie einen Arzt und bringen Sie mir sofort den Verbandskasten. Schnell! Hab mir schon gedacht, dass ich dich hier finde. Tristan, danke, dass du vorbeikommst. Ich wollte auch noch mal mit dir reden. Die Pläne fürs Gestüt. Hagen, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du wieder da warst. Nicht nur, weil du unserem Vater das Leben gerettet hast und weil du mein Bruder bist. Du hast von der ganzen Sache mit Helena nichts gewusst und deswegen hast du mich ganz normal behandelt. Es tut mir leid, dass ich vorher nicht die richtigen Worte gefunden habe. Ich war einfach... Sprachlos? Ja. Vielleicht werde ich dieses Gefühl nie wieder los, dass ich mich ständig bei der ganzen Familie entschuldigen muss. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mich umgehört. Es gibt da jemanden, einen Manager, der ist ziemlich gut und er würde Marlene produzieren, wenn sie will. Ich glaube nicht. Hagen, dann musst du Marlene überreden. Sie ist großartig. Sie muss dieses Album einfach machen. Das wird sie auch. Und zwar mit dir. Wenn die große Falle zuschnappt und wir es bemerken, ist es leider immer zu spät. Egal wie sehr wir auf ein gutes Ende gehofft haben, Ich hätte nie gedacht, dass dir die Axt so viel wert ist. Na, gib schon her. es gibt keine Garantie darauf. Ich warne Sie. Fassen Sie mich ja nicht an. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Lassen Sie sie in Ruhe! Du kommst zu spät. Weg mit der Waffe! Unsere kleine Prinzessin hat geklaut. Und daher muss sie ein bisschen bestraft werden, finde ich. Hm?